Aus grauem Beton ein grünes Biotop schaffen. Hier soll eine Dachbegrünung entstehen. Das Flachdach des Carports soll naturnah und vor allem optisch schöner werden. Dazu braucht es einen Aufbau aus Substrat, die richtigen Pflanzen und einen Fachmann wie Daniel Hertfelder. Und schon wird aus einer versiegelten Fläche Lebensraum für Vögel, Insekten und andere Lebewesen. 18 Quadratmeter Garten zum Anschauen. Was mich hier halt reizt, ist einfach die Höhe, die verschiedenen Herausforderungen, die man hat. Man hat hier oben bei Arbeiten auf dem Dach mit vielen anderen Gewerken zu tun, sei es der Abdichter oder Zimmerleute und einfach so das Netzwerken und alles, dieses gemeinsam miteinander. Das ist so der Reiz, der mich ein bisschen angetrieben hat, das zu machen. Der Dachbegrüner braucht die gute Vorarbeit der anderen Gewerke. Erst wenn klar ist, die Statik hält, das Dach ist wurzelfest abgedichtet und die Schweißnähte der Bitumenschicht sind wasserdicht, legt er los. Immerhin wird das fertige Dach bis zu 150 Kilogramm pro Quadratmeter wiegen und besteht aus Unterbau und Grünfläche. Wenn wir den Aufbau mal drauf haben und sich dann rausstellt, dass es eine offene Stelle irgendwo gibt, dann ist es im Nachhinein natürlich immer schwierig, so eine Abdichtung nochmal zu reparieren. Deswegen machen wir das im Voraus und dann können wir da ganz sorglos unseren Gründachaufbau drauf aufbringen. Also, sieht alles gut aus. Dementsprechend können wir eigentlich mit unserem Aufbau starten. Wir fangen an mit einer Faserschutzmatte, die dafür zuständig ist, dass die Abdichtung geschützt ist. Zum einen während unseren Arbeiten als auch danach. Es kann immer mal passieren, dass feine, scharfkantige Steinchen oder andere Teile auf die Abdichtung runterrieseln und dann Schaden verursachen. Und genau aus dem Grund verlegen wir jetzt die Schutzmatte. Die Schutzmatte ist die erste Schicht, die Chris Seiler und Daniel Hertfelder aufbringen. 3 weitere folgen noch für den Unterbau. Passt's bei dir? Ganz nebenbei wirkt so ein Gründach lebensverlängernd. Ein Flachdach ohne Grün hält rund 15 bis 25 Jahre, eines mit etwa 40. Es schützt das Dach vor extremem Wetter. So, hier über dem Abfluss schneiden wir das Vlies einmal aus. Das sparen wir aus, ungefähr in der Größe wie das Abflussloch, vielleicht noch ein bisschen größer. So, damit das Wasser da ohne Probleme ungehindert durchlaufen kann. So, jetzt kann das Wasser sauber ablaufen. Die Matte hat auch eine wasserspeichernde Funktion. Sie kann bis zu 3 Liter Wasser speichern, was dann für die Pflanzen in extrem trockenen Phasen zur Verfügung steht. Ja, ist gut. Super. Passt. 10. Die Trennschicht verlegen die beiden überlappend. So bleibt der Belag darunter weiter geschützt. Auf diese Matte könnten sie theoretisch gleich die Grünfläche aufbringen, also das Substrat und die Pflanzen. Wenn es nur darum geht, einen insektenfreundlichen Lebensraum zu schaffen, reicht das. Hier soll das Dach künftig aber auch Starkregen regulieren. Deshalb braucht es 2 Schichten mehr. Eine davon sammelt das Regenwasser und verzögert das Abfließen. Zunächst kommen aber Aluleisten aufs Dach. Sie teilen die Fläche auf und schaffen einen pflanzenfreien Korridor zwischen Dachrand und Grünfläche. Wir bauen jetzt hier die Kiesfangleiste ein, quasi als Trennung von der Substratschicht und dem Kies, sodass bei dem Regen der
Kies nicht durchschwemmt wird vom Substrat. Das machen wir mit ungefähr 25 cm Abstand zum Rand. So. So, mit der Schmiege hier können wir den Winkel von dem Blech übernehmen. Dann kann ich den so direkt übertragen auf unsere Kiesfangleiste und die entsprechend zuflexen. Schauen wir, ob das alles passt, was wir da ausgemessen haben. So, das letzte Teil. Einmal zusammenführen. Schieb's mal ein bisschen raus in meine Richtung. Passt. Gut. Den Kies zwischen Dachrand und Leiste füllen die beiden zum Schluss auf. Jetzt sind die sogenannten Retentionselemente dran. Sie regeln künftig die Regenmengen. So, die kleinen Löcher hier in den Mulden sind dafür da, dass sie das Wasser dann eben zeitverzögert abgeben an den Ablauf. Die Löcher hier oben sind dafür da, dass, wenn das Wasser einen bestimmten Füllstand erreicht hat, keine Staunässe nach oben hin entsteht und das Wasser durch die Löcher dann auch eben abgegeben werden kann. Auf der Rückseite haben die Matten eine Art Kanalsystem. Dadurch kann das Wasser sauber zum Dachrand und damit zu den Abläufen abgeführt werden. Diese Schicht wirkt zunächst wie eine Art Staubecken bei Niederschlag. Also bei einem Bemessungsregen von 30 Liter pro Quadratmeter geht man davon aus, dass bei einem bekiesten Dach innerhalb von einer Viertelstunde ungefähr 90% des Wassers in den Abfluss gehen. Und in der gleichen Zeit bei so einem Aufbau, beim Gründach, sind es ungefähr 10% des Regenwassers, die in der Zeit den Abfluss runtergehen. Diese Elemente entlasten somit die Kanalisation und senken das Risiko von Überschwemmungen. So ein Aufbau kann noch mehr. Er verändert auch das Klima der Umgebung, gibt verdunstetes Wasser an die Luft ab, schluckt Staub, Lärm und Hitze. Alles in Reichweite einer Armlänge hieven die beiden per Muskelkraft aufs Dach. Für alle anderen Höhen nutzen sie einen Kran. Die nächste Schicht ist ein sogenanntes Mineraldrän. Ein Sack bringt 30 Kilo auf die Waage. Wir verfüllen die Mulden jetzt mit Blärschiefer. Er hat einfach die Eigenschaft, dass er bei einem relativ niedrigen Gewicht relativ viel Wasser speichern kann. Und das steht dann den Pflanzen auch in trockenen Phasen quasi zur Verfügung. So eine ökologische Ausgleichsfläche kostet etwa 70 bis 100 Euro pro Quadratmeter. Einige Kommunen und Städte bezuschussen und fördern die grünen Dächer finanziell. In vielen Gemeinden sind sie im Bebauungsplan vorgeschrieben. Das Filtervlies dient wie die Faserschutzmatte wieder als Trennschicht. Bevor er zum Gartenbau kam, hat Daniel Hertfelder BWL studiert. Ich bin über viele Umwege zum Garten gekommen. Und schon mit dem ersten Tag war mir irgendwie klar, das ist das, was ich machen will. Also mit den eigenen Händen was schaffen, am Abend sehen, was man da gemacht hat. Das hatte ich davor halt in meinem vorherigen beruflichen Werdegang gar nicht. Und das hat mir eben gefallen. Und ich könnte mir auch jetzt eigentlich nichts mehr vorstellen, für das ich den Beruf tauschen würde. Auch nicht die 50 Säcke der nächsten Lage, die wieder aufs Dach mussten. Wir haben jetzt eigentlich alles so weit vorbereitet, dass wir Substrat aufbringen können.
Also die Vegetationstragschicht, wo wir nachher die Pflanzen einsetzen können. Die Pflanzen, die wir hier später einsetzen werden, die kommen gut mit nährstoffarmem Boden aus. Normale Gartenerde wird auch gar nicht funktionieren, weil sie zum einen zu schwer ist, häufig auch viel zu lehmig. Und in Gartenerde findet man oft Samen oder Wurzeln von Pflanzen, die man hier oben gar nicht haben will. Das mineralische Substrat besteht aus Blähschiefer, Blähton, Tuff und einem geringen Anteil organischer Substanz. Diese Mischung sorgt zudem für einen ausgewogenen Lufthaushalt im Wurzelbereich. Die Pflanzen, die Sie hier später einsetzen, kommen zudem mit minimalem Wurzelraum aus. Also die 6 cm sind die Mindestsubstrathöhe, die wir für die einfachste Vegetationsform brauchen, die wir hier aufbringen. Deswegen schauen wir, dass wir jetzt mal überall die 6 cm hinkriegen. Diese Art der Dachbepflanzung nennt sich im Fachjargon extensive Begrünung. Oder hier kommen wir an die 5, 5,5. Nee, auch 6, das täuscht immer. Ist gut? Mit einer Substrathöhe zwischen 6 und 15 cm kommen nur bestimmte Stauden zurecht. Der Dachbegrüner hat mehrjährige Pflanzen mitgebracht, wie etwa Moossteinbrech, Sandthymian, Katzenminze oder Wiesensalbei. Ein Dachbegrünen geht an allen frostfreien Tagen. Je nach Art der Bepflanzung eignen sich die üblichen Pflanzzeiten Herbst oder Frühjahr. Der Unterbau ist fertig. Die Substratfläche gestalten die beiden jetzt frei nach Gefühl und Optik. Neben den passenden Pflanzen haben sie noch andere insektenfreundliche Bausteine dabei. Das sind eben jetzt die Biodiversitätselemente, die wir einbauen werden, der Totholzhaufen, die Wasserstelle. Vereinzelt setzen wir noch ein paar Sandsteine. Das ist zum einen für die Optik und zum anderen bieten die Plätze sowohl Verstecke als auch Nistplätze für Vögel und andere Bodentiere und Insekten. Als erstes modellieren sie 3 Hügel aus Meersubstrat. Also bei Kräuter und Gräser sollten es ungefähr zwischen 10 und 12 cm Substrathöhe sein. Und dafür legen wir jetzt hier diese 3 Substratinseln mit dem höheren Aufbau an. Ein bisschen Abstand zum Hügel. So in etwa hier. Zwischen die Inseln bauen sie die Wasserstelle. Ein kleiner Dachteich mit natürlichem Kreislauf. An Regentagen füllt sich die Mulde, an Sonnentagen verdunstet das Wasser wieder. Den Teichrand gestalten sie später mit Holz, Sand und Schiefersteinen. Gucken, wie es aussieht. Extensive Dachbegrünungen brauchen keine Baugenehmigung. Trotzdem machen die Kommunen manchmal Vorgaben, etwa was gepflanzt wird oder wie hoch. Besonders wenn es um intensive Begrünung geht. Also für Flächen, deren Substrathöhe mindestens 20 cm und mehr betragen, für Sträucher, Bäume und Co. Auf dem Flachdach in Dettenhausen gibt es keine behördlichen Wünsche. Daniel Hertfelder hat also freie Hand. Jetzt ist der Totholzhaufen dran. Super so. Ein bisschen quer übereinander. Kommt noch ein bisschen rein vom Dach an. Ja. An windigeren Standorten wird es auch Sinn machen, die miteinander zu verschrauben. Einfach ein bisschen Lagesicherheit zu gewährleisten. Jetzt hier ist das Risiko, dass es vom Wind verweht wird, relativ gering. Hier oben rein. So. Sieht doch gut aus, oder? Begutachten.
Gefällt mir gut. Mit unterschiedlichen Baustoffen wie etwa Schiefer und Sandstein und Holz gestaltet Daniel Hertfelder ganz gerne. Mein erstes Gründach, da habe ich tatsächlich meine Großeltern dazu überredet, dass ich es bei denen probeweise mal machen darf. Ja. Mein Opa war gleich, ja, mach nur. Meine Oma habe ich ein bisschen überzeugen müssen. Aber wenn sie heute aus dem Küchenfenster rausguckt und auf die Garage guckt, dann ist sie schon auch happy, also es gefällt ihr. Schauen wir es uns einmal aus der Ferne ein bisschen an. Was sagst du? Schön, oder? Würde ich schon sagen, ja. Wir haben darauf geachtet, dass die Pflanzen insektenfreundlich sind, auch pflegeleicht. Das sind eben Pflanzen, die brauchen einen vollsonnigen Standort und die kommen gut damit klar, wenn es auch mal eine Zeit lang trocken ist. Zudem haben sie auch auf die Blütenfarben geachtet. Steinquendel und Lavendel setzen sie auf die Substrathügel. Sie platzieren alle Pflanzen zunächst. Die Federgräser sind weniger Anlaufstellen für Bienen und Co. Sie sind eher optische Hingucker und gärtnerische Windspiele. Wir haben hier sogenannte Flachbeinpflanzen. Die sind stresskonditioniert aufgezogen worden. Das heißt, die wurden im Außenbereich gezogen und auch in einem Substrat, sodass sie von Anfang an die Bedingungen, die auf dem Dach herrschen, oder ideal angepasst sind und sich hier gut etablieren können. Die setzen sie als Ausläufer zwischen Hügel und Ebene und heißen etwa Kartäusernelke, Teppichschleierkraut oder Blauschwingel. Auf die restliche Vegetationsfläche platzieren sie anschließend sogenannte Sedumpflanzen. Sedumpflanzen sind Dickblattgewächse, die eignen sich besonders gut für eine Dachbegrünung. Die haben sehr, sehr fleischige Blätter, in denen sie das Wasser speichern. Und so verpacken sie auch einen sehr trockenen, warmen Sommer. Ja, sind sehr pflegeleicht. Man braucht eigentlich nicht gießen, sobald sie sich mal etabliert haben. Die Überlebenskünstler in Grün machen später rund 70% der Grünfläche aus und sind typisch für solche Dächer. Was man machen kann, wenn es mal irgendwo Kahlstellen gibt, wenn die Pflanzen sich schon ein bisschen entwickelt haben, kann man ganz einfach hier die Triebspitzen abschneiden und die einfach aufs Substrat streuen. Das dauert dann ungefähr 4 Wochen und in der Zeit fängt der Sedum dann an, Wurzel zu bilden. Und so entwickelt sich dann quasi aus der abgeschnittenen Triebspitze auf dem Substrat eine ganz neue Pflanze. Wie ist es hinterm Totholz da hinten? Da habe ich auch schon. Ist dazu? Also, dann hätten wir jetzt unsere Pflanzen gesetzt und können quasi ins Einpflanzen gehen. Rund 220 Pflanzen warten darauf, eingegraben zu werden. Mit gutem Bodenkontakt, im Fachjargon Bodenschluss genannt, damit sie gut anwurzeln können. Alle im Abstand von rund 20 Zentimetern. Immer 3 bis 5 Pflanzen einer Art. So kommen auf einen Quadratmeter rund 12 bis 16 Einzelpflänzchen. Die robusten Flachballenpflanzen sind in speziellen Gärtnereien erhältlich. Die Idee, Dächer als Gartenanlage anzulegen, ist alt. Die hängenden Gärten von Semiramis gelten sogar als eines der 7 Weltwunder in der Antike.
In den 1980ern rückt der ökologische Aspekt der extensiven Dachbegrünung in Deutschland in den Fokus. Seither sind hierzulande rund 66 Millionen Quadratmeter Dachfläche begrünt worden. Extensiv wie intensiv. In Dettenhausen sind nach gut 2 Stunden alle Pflanzen eingegraben. Jetzt fehlt nur noch der Korridor zwischen Dachrand und Substrat. Den befüllen sie mit einem Rundkies mit einer Körnung von 16 bis 32 Millimetern. Man kann sich am Anfang nur so grob vorstellen, wie es nachher aussieht. Aber wenn man dann davor steht und es dann tatsächlich fertig ist wie jetzt, also es freut mich zu sehen, dass es besser geworden ist, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich hoffe, dem Bauherrn und der Bauherrin gefällt es auch. Bis zu seiner vollen Blüte dauert es aber noch. Die Pflänzchen brauchen jetzt Zeit und zunächst auch Wasser, damit sie einen flächendeckenden grünen Teppich bilden können. Für die ersten 4 Wochen sind alle 2 bis 3 Tage Regen oder Gießwasser nötig. Danach braucht der pflegeleichte Dachgarten nur noch 2-mal im Jahr die Gärtnerhand. Fürs Zupfen von Wildkräutern und anderen unerwünschten Aussaaten sowie zur Kontrolle und Reinigung des Abflusses. Bis es hier farbenfroh blümelt und summt, vergehen 6 Monate. Den nächsten Starkregen regelt der neue Aufbau allerdings sofort. Nach nur einem Tag ist aus der grauen Dachfläche eine grüne Oase entstanden. Wenn wir jetzt von heute in die Zukunft denken, in 2 Jahren haben wir hier eine fertig etablierte Begrünung. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.